Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comic. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich den Rasenbewässerungscomputer, einen Hunter X-Core, bei mir in meine Anlage neu einbinde, installiere und programmiere. Dieser Hunter X-Core Steuercomputer ist ein Bewässerungscomputer, der die Magnetventile in meinem Beregnungskreis einzeln nacheinander ansteuern kann. Es gibt die verschiedenen Modelle. Es gibt X-Core-Computer, die eben nur 2 Ventile, 4, 6 oder 8 Ventile ansteuern können. Im Profibereich natürlich auch noch viel größere Geräte. Dieses Modell jetzt hier ist für den Innenbereich ausgelegt. Das heißt, das Ganze läuft über 230 Volt, allerdings über einen Trafo, der dann zwischengeschalten ist. Und zunächst möchte ich das Gerät erstmal auspacken, euch kurz vorstellen, bevor es an den Einbau geht. Das Gerät selber wird in Deutschland ganz normal vertrieben. Wenn ich das Ganze jetzt öffne, seht ihr jetzt hier den Packungsinhalt. Neben einer Gebrauchsanweisung, den Befestigungsschrauben, habt ihr auch verschiedene Schablonen für das Gerät mit dabei. Das Gerät wird im Original, das seht ihr jetzt hier, mit einer englischen Schablone ausgeliefert. Das heißt, die einzelnen Beschriftungen und Beschreibungen jetzt hier auf der Seite sind alle in Englisch angegeben. Ist an sich, wenn das Gerät einmal programmiert ist, kein Problem. Kommt man auch so nach, mit dem normalen Schulenglisch sogar. Aber es gibt eben auch diese Schablonen. Und da fange ich jetzt zunächst mal an. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Unter anderem auch in Deutsch. Weiterhin in der Box enthalten ist der Trafo für den Stromanschluss. Der ist relativ groß und auch schwer. Von den Leistungen her könnt ihr das jetzt hier drauf hoffentlich gut erkennen. Das Ganze läuft über 230 bzw. auch im deutschen Netz 220 Volt, 50 Hertz. 24 Volt ist dann die Ausgangsspannung und diese 24 Volt, das ist das, was eure Ventile haben sollten, damit das Gerät funktioniert. In meinem Fall kann ich euch sagen, dass ich sowohl Hunter-Ventile einsetze als auch Ventile von Rainbird. Beide funktionieren damit, also mit beiden muss es auch funktionieren. Wenn ihr Gardena-Produkte einsetzt, das ist ja so der dritte Player hier in Deutschland meines Wissens nach, solange da auch 24 Volt drauf steht, sollte dieses System auch dort funktionieren. Den lege ich erstmal an die Seite, den brauche ich nicht weiter. Und in der Box selber seht ihr schon, da ist jetzt gar nichts weiter drin. Das war es jetzt hier auch schon gewesen, dass ich diese ebenfalls beiseite legen kann. Ich beginne als erstes damit, die deutsche Schablone aufzukleben. Das ist ein normaler Aufkleber. Ja, ihr seht das Modell jetzt hier. Wichtig ist, das sollte vorneweg jetzt sauber, fettfrei und ähnliches sein. Ich habe das Modell gerade ganz frisch ausgepackt. Anschließend sehe ich jetzt hier auf den ersten Blick keine vorgefertigten Risskanten, wo man den Aufkleber abmachen kann. Also gehen wir da jetzt einfach mal in die Ecke. Ja, das kann man relativ leicht abziehen. Ist auch Plastik, also jetzt kein dünnes Papier, ist etwas kräftiger. Und dann das Ganze bitte so aufkleben. Und schon habt ihr aus dem englischsprachigen Hunter X-Core einen deutschsprachigen gemacht. In der Gebrauchsanweisung weiterhin enthalten, oder in dieser Beilagentüte natürlich die Gebrauchsanweisung. Die geht über viele Seiten, auch in mehreren Sprachen ausgedruckt. Die lege ich in meinem Fall an die Seite, weil ich bereits einen Hunter X-Core benutze, also das Grundprinzip mir bekannt ist. Und was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, ist diese Karte. Die gibt es ebenfalls mit dazu. Die ist zwar grundsätzlich auf Englisch, also die gibt es jetzt nicht in Deutsch oder mit einem deutschen Aufkleber dazu, aber diese Karte habe ich immer direkt neben meinem Steuercomputer liegen bzw. oben eingestellt. Die wichtigsten Funktionen sind hier einfach auf die Schnelle beschrieben. Das heißt, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt außerhalb der programmierten Zeiten das komplette Programm ablaufen lassen,
wie war das nochmal, wie ging das nochmal, dann steht eben Run Program ganz unten, dass man diese Rechtstaste eben einfach ganz lange drücken soll, loslassen und das war's. Oder wenn man dann eben einzelne Funktionen abfragen möchte, geht das hier auf die Schnelle. Also diese Kärtchen, muss ich sagen, da hat wirklich jemand mitgedacht, das gefällt mir sehr gut. Die Befestigungsschrauben, die dazu sind, das sind jetzt einfache Dübel, 6er Dübelschrauben mit dazu. Also wenn man sowas nicht hat zu Hause, ist praktisch. Heutzutage wird da ja auch häufig gespart. Und das Gerät selber, das seht ihr jetzt hier. Hinten nochmal eine kurze Beschreibung. Ich habe jetzt das Modell, mit dem ich 8 Ventile ansteuern kann. Ihr wisst ja aus meinen letzten Videos, dass ich meine bestehende Anlage kräftig aufgebohrt habe. Von ursprünglich 3 Beregnungskreisen auf nun 6 Stück. Und perspektivisch möchte ich dann die anderen beiden übrigen auch nochmal mit anschließen. Das heißt, ich habe vorsorglich gleich das Modell mit 8 Anschlüssen gekauft. Die Anschlüsse selber lassen sich hier unten jetzt einfach erkennen. Das wird nur aufgeklipst. Das ist eine kleine Abdeckschablone. Und ihr seht jetzt hier die Anschlüsse für das Gerät. Ihr habt zum einen die Stromanschluss 24 Volt. Ihr habt hier einen Speicheranschluss noch mit. Es gibt eine Batterie, die die Sachen speichert, wenn mal ein Stromausfall weg ist. Die Batterie selber ist im Moment noch geschützt, also die ist noch mit einem Plastikplättchen vor Entladung geschützt. Der Regensensor kann angeschlossen werden, das heißt, dieser Steuercomputer reagiert eben auch auf äußere Einflüsse. Wenn der Regensensor eben Feuchtigkeit meldet und entsprechend hier auch angeschlossen worden ist und die Programmierung entsprechend auch hinterlegt wurde, dann wird das Programm, obwohl die programmierte Zeit erreicht ist, eben nicht gestartet, weil wenn es draußen regnet, muss ich ja nicht zusätzlich bewässern. Ihr habt dann noch die einzelnen Anschlusspunkte, da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Und für die Ventile 1 bis 8 in dem Falle die einzelnen Anschlussklemmen. Die Befestigung erfolgt über 3 Schrauben hier unten. Und ihr habt noch eine 4. Schraube hier oben, wo das Ganze praktisch in die Wand dann eingehängt wird und ebenfalls hält. Da ich bereits einen Hunter X-Core nutze, das Modell mit den 4 Anschlüssen, ist der Einbau für mich jetzt relativ einfach, weil das Gerät an sich ist ja das gleiche. Ihr seht es nachher an meinem Hunter X-Core, da habt ihr es vielleicht in den anderen Videos schon gesehen, dass die Klemmen 5, 6, 7 und 8 in meinem bereits bestehenden Hunter X-Core einfach mit Plastikabdeckung außen vor sind. Das heißt, es kann nicht benutzt werden. Ich werde jetzt eins machen, das Gerät an sich werde ich jetzt einfach austauschen, dann nehme ich euch gleich mit an den Ort. Und was die Programmierung angeht, habe ich ja bereits auch schon ein Video zur Verfügung gestellt. Werde ich ebenfalls in diesem Video nur ganz kurz drauf eingehen. Was vielleicht an der Stelle noch spannend ist, ich habe mir aus dem Profibereich einige Bilder gefunden, was jetzt so eine Programmierungsmatrix angeht. Das heißt, für die einzelnen Programme, für die einzelnen Ventile, die angesteuert werden, insgesamt 3 mögliche Programme über die verschiedenen Tagen, über die Stationen, dass man das individuell dann festlegen kann. Das ist ganz praktisch, dass man sich vorneweg einfach Gedanken macht, wie lange soll meine Anlage laufen, wie lange soll jeder einzelne Kreis laufen. Es gibt ja Flächen, die müssen länger bewässert werden als andere Flächen und mit diesem Gerät besteht die Möglichkeit, das alles separat und einzeln einzuprogrammieren. Ich kann das auf verschiedene Wochentage programmieren. Man muss sich aber vorneweg wirklich Gedanken machen, wie möchte ich was, wann, wo bewässern, um das entsprechend auch in dieses Gerät reinzubekommen. Wenn es einmal rein programmiert ist, dann bleibt der Kasten einfach an der Wand hängen, macht seine Arbeit problemlos durch. Also bei meinem anderen Gerät funktioniert das tadellos, aber mir waren es einfach zu wenig Anschlüsse, deswegen jetzt der Tausch, das Aufrüsten. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich nehme mich einfach jetzt mit rüber. Ich bin jetzt hier am Installationsbereich. Ihr seht jetzt hier das alte Modell, was ich bisher genutzt habe. Hier oben drauf die Karte, die ich vorhin vorgestellt habe. Ja, also die war auch bei diesem anderen mit dabei. Die werde ich auch weiterhin dort nutzen. Und dann kommen wir jetzt hier mal auf. Seht ihr hier, vom rein optischen her, vom rein äußeren her sind die Geräte identisch. Da sieht man keinen Unterschied, außer dass dann hier unten im Bereich 5, 6, 7, 8 hier eben keine Schraubklemmen mehr drin sind, sondern nur noch Plastikabdeckung. Und zunächst werde ich natürlich erst einmal dieses alte Modell rückbauen
um anschließend dann das neue einzubauen. Hierzu schalte ich das Gerät erstmal aus und ziehe den Stecker. Den seht ihr jetzt in dem Moment nicht und dann hier drüben den Stromanschluss. Die Trafos sind übrigens identisch von den einzelnen Modellen, das heißt, in dem Falle werde ich jetzt hier keine Veränderung vornehmen. Ich werde den alten Trafo einfach weiterhin behalten. Dann habe ich jetzt hier die einzelnen Anschlussklemmen für die Ventile. Ich gehe jetzt einfach mal einen anderen Schraubendreher aus. Brauche ich. Damit habe ich das alles jetzt schon abgeschraubt. Um das Gerät von der Wand wegzunehmen, löse ich noch die Befestigungsschrauben. Ich habe damals, dadurch dass das hier eine Gipskartonwand ist, nicht die Schrauben genommen, beziehungsweise die Dübel, die zum System dazu waren, sondern habe jetzt in dem Falle Gipskartonschrauben, die groben genommen. Das Gerät an sich ist relativ leicht. So schaut es dann aus. Wer auf Nummer sicher gehen will, setzt natürlich für diese Schrauben dann Hohlwanddübel, Gipskartondübel noch vor. In meinem Fall verzichte ich aber darauf, weil die Last, die ich jetzt hier drauf bringe, relativ gering ist und wenn das Gerät einmal hängt, spielt da auch keiner mehr drin rum, dann hält es auch von sich aus. Der Hunter X-Core hat entsprechende Auslässe, wo dann die Kabel problemlos eingeführt werden können. So, ne? Ich das Gerät wieder da hängen, wo das alte Gerät auch hing. Und ihr seht, es passt, also die Größe ist wirklich absolut identisch. Ich kann die bestehenden Löcher wiederverwenden. In dem Fall einfach nur handfest angeschraubt, um hier kein Durchdrehen zu provozieren. Und es hält schon. Ich kann nun im nächsten Schritt die Kabel wieder anschließen. Dafür mache ich zunächst eins. Ich lockere die Kabel erstmal alle. Beziehungsweise nicht die Kabel, sondern die Klemmen. Da ich im Moment nur 6 Ventile ansteuere, reicht es natürlich auch, wenn ich die Klemmen 1 bis 6 öffne. Den Anschluss selber beginne ich jetzt zunächst mit dem Stromanschluss. Das Kabel vom Trafo ist nach wie vor draußen, um hier keine Kurzschlüsse oder ähnliches zu produzieren. Das Kabel schiebe ich anschließend wieder zurück in die Wand. Ich habe hier direkt neben diesem Steuercomputer eine Revisionsklappe, weil da auch meine Wasserrohre lang gehen. Das heißt, im Zweifelsfall könnte ich auch hier sehr schnell die Kabel wieder nachführen. Da müsst ihr dann vorneweg drauf achten.
Dann kann ich von hier aus das alles handeln. So, ihr seht jetzt hier mein Steuerkabel, welches ich als nächstes anschließen werde. Das Steuerkabel besteht aus insgesamt 7 Kabeln. Davon sind 6 Kabel durchnummeriert. Das sind die Kabel, die an die einzelnen Ventile gehen. Und jedes Ventil wird angeschlossen mit einem dieser schwarzen Kabel jeweils und darüber hinaus dann auch mit diesem Kabel. Ich habe es in den anderen Videos schon erläutert. Es handelt sich hierbei um kein stromführendes Kabel im klassischen Sinne. Es ist ein Steuerkabel. Grundsätzlich gilt aber, insbesondere in Deutschland muss ich das immer wieder betonen, die Regelung, dass an ein grün-gelbes, an ein Schutzkabel in dem Moment keine stromführenden Quellen oder Leitungen oder wie auch immer angeschlossen werden dürfen. Ich mache das hier trotzdem einfach aus der Praxis heraus, weil ich jedes einzelne Kabel hiervon verwenden möchte und das Kabel insgesamt 6 schwarze hat, dieses eine gelb-grüne, und ich möchte nicht extra noch ein Kabel mir kaufen müssen, wo dann eine zusätzliche Ader fließt oder liegt, nur damit ich der Formvorschrift hier irgendwo Genüge tue. Das Ganze ist im Privatbereich. Wenn ihr das Ganze selber nachbauen wollt, müsst ihr euch im Klaren sein, dass das eben nicht zulässig ist. Die Masse sozusagen klemme ich jetzt hier auf C auf. Das ist dieses gelbe Kabel. In meiner Verteilerbox oder in meinen Verteilerboxen ist dieses Kabel wird dieses Kabel nochmal aufgeteilt und geht von dort aus praktisch an jedes einzelne Ventil. Das heißt, alle meine Ventile, die ich habe, alle 18 Stück beziehungsweise alle 6 Ventile, die diese 18 Sprenger beregnen, sind jeweils auf der Einader über dieses gelb-grüne Kabel angeschlossen. Ich werde nun die Kabel selber von 1 bis 6 ebenfalls anschließen, und das Schöne bei diesem Steuerkabel hier ist, dass die Beschriftung relativ sauber ist. Ihr seht es hier, oder ich hoffe, man kann es erkennen. Hier ist die 1 ganz gut zu erkennen, oder hier beispielsweise dann die Nummer 6. Das ist nicht bei jedem Kabel so. Beim Anschluss meiner Rainbird Box draußen bei der ersten Unterverteilung, das Kabel, was ich hierzu gekauft habe, war zwar ebenfalls beschriftet, aber eben nur sehr, sehr schwer lesbar. Da braucht dann schon einiges an Fantasie, um zu erkennen, welche Nummer wirklich dahinter steckt. So, das war die Nummer 1. Jetzt suchen wir uns die Nummer 2. Hier ist die 5, die 4, die 3. Also sollte das hier die Nummer 2 sein. Ja, auch das, denke ich, die 2 gut zu erkennen. In dem Zusammenhang an der Stelle solltet ihr schon darauf achten, das Kabel auch so durchzuziehen, dass ihr hinterher genügend Platz noch habt. In den Klemmboxen selber sind kleine Metallplättchen. Das Kabel sollte hinter das Metallplättchen platziert werden und die Schraubklemmen gut handfest, das reicht. Die Nummer 3. Gefolgt von der Nummer 4. Der Nummer 5.
Und abschließend zum Schluss die Nummer 6. In dem Zusammenhang das Ganze jetzt ein bisschen vorsichtig hier reinklemmen. Wenn die Abdeckklappe hier drauf ist, dann kann da nichts mehr passieren, aber dass es beim Anhängen oder beim Einschlagen der Abdeckklappe hier nichts beschädigt wird. Ich mache jetzt eins, ich ziehe schon die Schutzfolie heraus für die Batterie. Ihr seht, das Gerät fährt jetzt hoch und gleichzeitig gebe ich Strom auf den Trafo und ihr seht Standardeinstellung 12 Uhr morgens an einem Dienstag sollte das sein. Abdeckklappe drauf, fertig. Damit das Ganze richtig läuft, müssen natürlich die Daten, wie sie jetzt hier hinterlegt sind, ordentlich angepasst werden. Meine Empfehlung ist in diesem Zusammenhang, das Ganze jetzt hier erstmal auf der blauen Seite, das ist die Programmierseite, der Reihenfolge nach durchzugehen. Die erste Einstellung jetzt hier ist die Einstellung für den Tag und die Stunde. Das heißt, ich drehe das Rädchen jetzt eine Position weiter auf Einstellung Tag und Stunde und ihr seht, das Jahr 2013 blinkt jetzt hier auf. Mit der Plus-Taste nach oben kann ich entsprechend auf das Jahr weiterrutschen, in dem ich mich befinde, oder mit der Minustaste nach unten gehen. Ein Klick nach rechts macht die Programmierung fest für das Jahr und ihr seht, im nächsten Schritt steht hier unten 1 bis 12. Das heißt, das System möchte gern den Monat erfahren, beziehungsweise Monat und Tag. Ja, und dann seht ihr, wenn ich nach unten klicke, geht es rückwärts. Aktuell haben wir den August, das heißt die Nummer 8. Einmal nach rechts. Ihr seht, es wird mir angeboten 1 bis 31. Das sind dann die Tage. Ja, Minus oder Plus spielt in dem Moment keine Rolle, wie ihr eben schneller ans Ziel kommt. Heute sollte der 4. August sein und auf Weiter. So, es wird gefragt, ob vormittags oder nachmittags, beziehungsweise 24 Stunden Anzeige oder die Umwandlung zwischen vormittags und nachmittags. Ich bevorzuge in dem Fall die 24-Stunden-Anzeige. Bestätige das Ganze wieder mit dem Klicken nach rechts. Im Moment ist es 10 Uhr und 5 und auf Weiter. Und ihr seht, in dem Moment sind wir angekommen beim Jahr, wo wir bereits begonnen hatten. Das heißt, ich bin mit der Programmierung jetzt einmal durch. Wenn ich jetzt zurück auf Betrieb gehe, seht ihr jetzt hier, das System erkennt automatisch, dass heute ein Sonntag ist. Die 24-Stunden-Anzeige aktiviert ist, 10:06 Uhr. Das heißt, heute Nachmittag ab 12 Uhr würde die Anzeige nicht wieder auf 01 irgendwas zurückgehen, sondern eben mit 13 Uhr dann weiterlaufen. Ich drehe jetzt wieder zurück, wäre wieder bei dieser Einstellung, gehe auf die nächste Einstellung, Zyklus Starts. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Das heißt im Moment, das ist jetzt der Bereich A, also ihr könnt ja mehrere Modelle hinterlegen. Ich lasse das Ganze immer in einem einzigen Zyklus durchlaufen. Das heißt, ich programmiere mir für den Montag beispielsweise und für den Freitag jeweils früh um 6 eine Startperiode, wo jeder einzelne Beregnungskreis, also jedes dieser 6 Ventile, nacheinander angesteuert wird. Und im Moment bin ich noch nicht an dem Punkt, dass ich zusätzlich weitere Beregnungskreise außerhalb dieses Rhythmuses freigeben möchte. Das wäre zum Beispiel dann, wenn ihr eine Tröpfchenanlage noch irgendwo separat habt oder eben im Gewächshaus noch was mit ansteuern möchtet, wo ihr völlig andere Zeiten braucht. In dem Fall habe ich das alles nicht. Mein Ziel an der ganzen Geschichte ist einfach, der Anlage beizubringen, zweimal die Woche früh um 6 zu starten und jeden Beregnungskreis nacheinander für 5 Minuten laufen zu lassen. Zur Programmierung meiner einzelnen Startzeit, das hat noch nichts mit dem Tag zu tun, sondern wirklich nur die Uhrzeit, bin ich jetzt im ersten Programm und gehe jetzt hier, ihr seht, das Ganze geht im Viertelstundenrhythmus,
Wenn man länger drauf bleibt, geht das Ganze auch ein bisschen schneller. Einfach auf früh um 6. Und ich könnte aber auch sagen, mache mir an diesem Tag ein zweites Modell, mache mir mit einem anderen Kreis ein zweites Modell. Aber wie gesagt, das ist gar nicht mein Ziel. Ich möchte es ganz simpel nacheinander ablaufen lassen. Ich wechsle nun in die Einstellung der Beregnungsdauer und hier werden jetzt nacheinander die einzelnen Ventile hinterlegt, von der Nummer 1 bis zur Nummer 6 in meinem Falle, und ich hinterlege hier die Zeiten, wie lange soll der Rasen gesprengt werden. Ihr müsst dabei beachten, dass in diesem Zusammenhang hier keine Parallelberegnung stattfindet, sondern wirklich, es beginnt mit dem Ventil Nummer 1. Das steuere ich jetzt einfach mal mit 5 Minuten an, ja, und drücke auf rechts und das System wechselt automatisch auf das Ventil Nummer 2. Da gebe ich ebenfalls 5 Minuten an. Die Nummer 3 mit 5 Minuten. Das Ganze mache ich jetzt so weiter bis zum Ventil Nummer 6. Die genauen Einstellungen hängen dann natürlich von eurer Beregnungsfläche ab. Auch ich habe unterschiedlich große Rasenflächen. Die größeren Rasenflächen werden natürlich länger beregnet werden müssen als nur diese 5 Minuten. Für die kleineren sind diese 5 Minuten völlig ausreichend. Der Bereich Nummer 7 und Nummer 8. Ja, ihr erinnert euch, da ist im Moment auch nichts aufgeschalten. Der muss nicht beregnet werden. Das lasse ich einfach mit 0 stehen, drücke nach rechts und lande wieder automatisch im Segment 1. Könnt ihr auch hier wieder durchschalten, ja, die 5 Minuten. Das System läuft dann nach dem Prinzip ab, dass wenn der erste Kreis startet, die Nummer 1, für 5 Minuten dieses Ventil durch diesen elektrischen Impuls geöffnet wird. Und sobald diese 5 Minuten abgelaufen sind, schaltet dieses System automatisch auf das Ventil Nummer 2 um, dass dieses dann seine 5 Minuten läuft, danach in das Ventil Nummer 3 und danach in die 4 und so weiter und so fort. Das heißt, der Gesamtvorgang im Moment jetzt hier, 5 Minuten A6 Ventile, würde aktuell 30 Minuten dauern, bis das Ganze einmal durchgelaufen ist. Ich wechsle jetzt weiter auf den Bereich der Beregnungstage, immer noch im Modell A. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich möchte das Ganze montags und freitags beregnen. Und ihr seht jetzt hier die einzelnen Wochentage. In dem Fall ist das Ganze zwar Englisch, aber die Woche beginnt auch dort meist mit Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und ich kann jetzt hier einzeln diese Regentropfen-Symbole oben drüber zuschalten oder abschalten. Wenn dieser Regentropfen zu sehen ist, dann ist die Programmierung aktiv für diesen Tag. Und wenn sie nicht zu sehen ist, dann ist sie inaktiv. Für den Montag möchte ich das Ganze aktiv lassen, deswegen klicke ich jetzt einmal nach rechts auf den Dienstag. Den Dienstag möchte ich nicht nutzen. Ich habe nun die Möglichkeit, über die Plus- oder die Minus-Taste den Dienstag rauszunehmen. Ich drücke da einmal drauf und ihr seht, dass dieser Regentropfen ersetzt worden ist durch einen durchgestrichenen Tropfen. Das System springt in dem Falle automatisch weiter auf den Mittwoch. Auch hier möchte ich das Ganze nicht, jetzt ist er zu weit zurückgesprungen. Freitag möchte ich gerne. Samstag möchte ich nicht, also das Minus sagt nein, das Plus sagt ja. Oh, jetzt ist was übersprungen, auch da nochmal. Möchte ich nicht. Mittwoch möchte ich auch nicht. Donnerstag auch nicht. Freitag ja. Samstag nein. Und am Sonntag auch ein Nein. Im Ergebnis seht ihr jetzt hier Montag mit einem offenen Regentropfen. Hier findet die Bewässerung statt. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sind die Regentropfen durchgestrichen. Dort findet keine Beregnung statt. Am Freitag selber ist der Regentropfen wieder offen. Hier würde beregnet werden. Und Samstag und Sonntag würde ebenfalls keine Beregnung stattfinden, weil die Regentropfen durchgestrichen sind. Und damit ist die grundsätzliche Programmierung bereits abgeschlossen. Ich hätte jetzt die Möglichkeit über eine saisonale Anpassung, das heißt im Frühjahr und Herbst beispielsweise, dass dann weniger bewässert wird, im Hochsommer beispielsweise mehr bewässert wird. Im Moment läuft die Anlage mit 100%. Das sind Sachen, da solltet ihr erst euch in Ruhe mit den Grundkenntnissen in Verbindung setzen oder erstmal auseinandersetzen, die Anlage erstmal so laufen. Und meiner Meinung nach, also für mich, ich habe das mal ausprobiert, das hat nicht so richtig funktioniert mit den Gegebenheiten, die ich hier einfach hatte.
dass an Tagen, wo laut Kalender es unwahrscheinlich warm sein sollte, da eher dann der Regen war oder niedrige Temperaturen, wo die Bewässerung gar nicht nötig war, und in Bereichen im Frühjahr zum Beispiel, der März jetzt nicht unbedingt als Wonnemonat bekannt ist, aber auch da schon bei uns teilweise mal 30 Grad waren, da ist die Anlage eben dann gar nicht angelaufen, weil in dem Zusammenhang diese saisonale Anpassung dem Gerät beigebracht hat: Achtung, März musst du nicht so viel machen. Der Regencomputer bzw. der Regensensor und ähnliches wird eben über diese Sektoren ebenfalls mit eingebunden, und ihr seht jetzt hier, das Gerät versucht da irgendwo drauf zuzugreifen. Dadurch, dass der nicht angebunden ist, kann er natürlich auch nichts machen, und im Display wird dann zeitweise der Error angezeigt. Im nächsten Feld habt ihr die Möglichkeit, einzelne Sektoren von eurer Bewässerungsanlage unabhängig vom Programm zu starten. Das bedeutet, manueller Betrieb einer Sektion. Er schlägt jetzt vor das Modell A, also da an dem A brauchen wir jetzt gar nicht rütteln, das ist immer noch dieses Modell A, was ich hier nutze. Das heißt, zweimal die Woche für insgesamt 30 Minuten alle Sprenger nacheinander durchlaufen zu lassen. Aber ich könnte jetzt sagen, ich möchte nicht den ersten Beregnungskreis, sondern ich hätte gern, dann müssen wir das hier machen, den Beregnungskreis Nummer 3. Und der soll jetzt bitte mal für 7 Minuten am Stück durchlaufen. So, und jetzt seht ihr hier, die Nummer 3 ist angesprungen. 7 Minuten, das würde nachher als Timer praktisch rückwärts laufen. Und hier daneben ist dieses Symbol des Rasensprengers, der jetzt blinkt. Und im Hintergrund hört man jetzt auch ganz leise die Fließgeräusche von der Wasserleitung hier dahinter. Ich breche das Ganze einfach jetzt ab, indem ich den Regler auf Aus stelle. Es dauert einen kleinen Moment und dann hört das Ganze wieder auf. Und wenn ich jetzt hier einfach nochmal weiter drehe in die Bereiche, wo wir vorhin programmiert hatten, ihr erinnert euch, ich hatte überall 5 Minuten drunter und hatte den Bereich Nummer 3 jetzt aber auf 7 Minuten hochgeschraubt. In der Programmierung selber bleiben die 5 Minuten bestehen. Diese werden durch eine Überschreibung im manuellen Betrieb nicht überschrieben, sondern hier kann wirklich individuell für jedes einzelne Segment oder für jeden einzelnen Sprenger eine zusätzliche Zeit ausgewählt werden. Wenn ihr merkt, der Bewässerungscomputer ist überhaupt nicht notwendig, das Wetter ist ausreichend für einen schönen saftigen Rasen oder dass eure Pflanzen auch ohne externes Wasser klarkommen, könnt ihr zum einen den Stecker ziehen, den Stromstecker. Dann wird das Ganze über die Batterie zunächst weiterlaufen, dass die Programmierung nicht verloren geht. Oder ihr schaltet das Gerät einfach auf Aus und wenn ihr es wieder braucht, wieder auf Ein. Damit bin ich mit meiner kurzen Erklärung vom Einbau, von der Installation und den nötigsten Schritten für den Hunter X-Core Steuercomputer bereits fertig. Ich mache jetzt noch eins, die Programmierung, die ich im Moment vorgenommen habe, die werde ich dann in aller Ruhe noch feinjustieren und auf meinen Rasenbereich anpassen. Das dauert aber deutlich länger, weil da auch viel mit Probieren und Testen zusammenhängt. Aber ich möchte euch dann noch zeigen, wenn ihr das Ganze fertig einprogrammiert habt und den Strom zieht und vielleicht auch die Batterie irgendwann ihren Geist aufgibt, dann wäre es schade, wenn die ganzen Programmierungen verschwunden sind. Der Hunter X-Core bietet nämlich die Möglichkeit, die Daten, die ihr hinterlegt, dauerhaft im Speicher zu hinterlegen. Da bietet sich dann dieses kleine Kärtchen an und da seht ihr diesen Punkt Easy Retrieve. Das heißt, mit dem Halten der Plus- und Programmierungstaste, das ist diese hier außen, wenn ihr die länger haltet, dann wird die aktuelle Programmierung in das Gerät hineingeschrieben. Und wenn ihr irgendwann mal merkt, hier sind Daten verloren gegangen, ich hätte gern die ursprüngliche Programmierung zurück. Und das kann zum Beispiel ja auch sein, wenn ihr hier zu viel rumgespielt habt oder jemand anders rumgespielt hat und die Daten völlig durcheinander sind. Mit der Minustaste und der Programmtaste holt man die Daten aus dem Gerät wieder zurück in das laufende Programm. Ich mache jetzt eins, ich drücke die Plus-Taste und die Steuertaste, beide dauerhaft, draufbleiben und dann seht ihr hier diese 3 Striche, die laufen dann nach rechts weg und anschließend zeigt er dann, das heißt so viel wie erledigt, fertig, und die Programmierung, die ich jetzt vorgenommen habe, also meine 6 Ventile A5 Minuten früh um 6 an dem Montag und an dem Freitag jeweils startend, habe ich jetzt dauerhaft im Gerät hinterlegt. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in den Hunter X-Core Steuercomputer geben.
Das Prinzip mit dem Beregnungssensor, ihr seht, der ist im Moment hier komplett außen vor. Die saisonale Anpassung oder der SolarSync und ähnliche Daten, das werde ich in anderen Videos etwas detaillierter beschreiben. Aber für die ersten Schritte, wenn ihr überlegt, euch ein solches Gerät anzuschaffen, wie funktioniert das in der Praxis, wie schaut das überhaupt aus, hoffe ich, dass ich euch damit einen kleinen Überblick geben konnte. Bleibt am Ball, abonniert meinen Kanal, setzt die Bimmel, um keine weiteren Videos zu verpassen, und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuschaut.